Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Hallo auch von mir. Ja, schön, dass du heute mit uns Deutsch lernst. Genau. Und zur Erinnerung für dich. Bis Tag 60 lernen wir hier ja gemeinsam auf dem Niveau A2. Richtig. Und danach, da gehen wir dann zusammen auf das nächste Level, B1. Wir begleiten dich da Schritt für Schritt. Und wir haben einen kleinen Tipp für dich, wie du vielleicht noch besser lernen kannst. Du kannst die Shadowing-Technik benutzen. Ja, die ist super. Das ist eigentlich ganz einfach. Wiederhole die Sätze, die wir sagen, laut nach uns. Also sprich uns nach. Mhm. Diese Wiederholung, die hilft wirklich sehr beim Lernen und verbessert auch deine Aussprache. Einfach mal ausprobieren. Okay, ja, dann lass uns doch direkt starten. Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Reparatur und Probleme. Genau. Also Wörter, die du brauchst, wenn etwas mal nicht so funktioniert, wie es soll. Stimmt. Speziell für dich als Deutschlerner auf Niveau A2 haben wir da 15 wichtige Wörter rausgesucht. Wir helfen dir, sie gut zu verstehen und auch anzuwenden. Und hör gut zu. Wenn wir dann alle 15 Wörter erklärt haben, erzählen wir dir am Ende eine kurze Alltagsgeschichte. Stimmt, genau. In dieser Geschichte kommen dann alle Wörter nochmal vor. So siehst du, wie sie, im Zusammenhang funktionieren. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei, damit du alles gut verstehst und mitnehmen kannst. So ist es. Fangen wir an mit einem Wort, das, glaube ich, jeder kennt. Das Problem. Auf Englisch? Problem. Ja, das Problem. Der Plural ist die Probleme. Ein sehr, sehr häufiges Wort. Mhm. Wenn etwas nicht gut ist oder nicht funktioniert, dann ist es halt ein Problem. Zum Beispiel, mein Fahrradlicht geht nicht. Das ist ein Problem. Ja, besonders wenn es dunkel wird. Absolut. Oder, ich kann meine Schlüssel nicht finden. Das ist auch ein Problem. Klar. Was macht man denn, wenn man ein Problem hat, weil etwas, nicht mehr geht? Tja, dann ist vielleicht etwas kaputt gegangen. Und das ist schon unser nächstes Wort, das Verb kaputt gehen. Englisch to break down, stop working. Kaputt gehen. Wichtig ist hier das Perfekt. Es heißt, ist kaputt gegangen. Ja. Man benutzt hier das Hilfsverb sein. Also nicht hat kaputt gegangen. Das ist falsch. Genau, ist kaputt gegangen. Ein Beispiel: Meine Waschmaschine ist gestern Abend plötzlich kaputt gegangen. Oh je. Mhm. Mitten im Waschgang. Ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Oder pass auf mit dem Glas, es geht so leicht kaputt. Mir ist nämlich schon mal eins kaputt gegangen. Okay. Und was ist etwas, das kaputt gegangen ist? Wie nennt man das? Dann ist es defekt. Das ist unser drittes Wort, ein Adjektiv diesmal. Englisch defective, out of order. Defekt, das beschreibt also den Zustand. Wenn etwas kaputt gegangen ist, dann ist es defekt. Es funktioniert nicht mehr. Richtig. Mein Föhn zum Beispiel, der ist defekt. Er macht nur noch kalte Luft. Er ist wohl kaputt gegangen. Ja. Oder man fragt im Laden, ist der gebrauchte Laptop vielleicht defekt oder funktioniert er noch? Gute Frage. Und was ist das Gegenteil von defekt sein? Wenn etwas nicht defekt ist, dann sollte es funktionieren. Das Verb ist funktionieren. Englisch to function, work. Funktionieren. Und hier, Achtung, ist das perfekt anders als bei kaputtgehen. Stimmt. Es heißt, hat funktioniert. Hier benutzt man haben. Genau. Also, etwas ist kaputt gegangen, aber hat funktioniert. Wichtiger Unterschied. Ja, genau. Mein Drucker funktioniert wieder, nachdem ich neues Papier eingelegt habe. Er war zum Glück nicht defekt. Oder man fragt, hat dein altes Handy lange gut funktioniert oder war es oft kaputt? Ja, gute Frage. Wir sprechen ja oft über Dinge, die funktionieren oder eben defekt sind. Genau. Zum Beispiel die Maschine, das ist unser nächstes Wort, ein Substantiv. Englisch Machine. Die Maschine, Plural, die Maschinen. Das kann ja vieles sein, ne? Eine Kaffeemaschine, eine Bohrmaschine. Eine Waschmaschine. Oft ein Gerät mit einem Motor oder komplexerer Technik. Ja? Die neue Maschine in der Küche macht echt tollen Kaffee. Sie funktioniert sehr gut. Und diese Maschine hier sieht aber sehr alt aus. Funktioniert die überhaupt noch? Oder ist sie vielleicht schon defekt? Maschinen, die haben ja oft was mit Technik zu tun. Das passt super zu unserem nächsten Wort. Das ist ein Adjektiv, technisch. Englisch, technical. Technisch, genau. Das beschreibt Dinge, die mit Technik zu tun haben, also mit Maschinen, Computern, Elektronik und so weiter.
Ich habe ein technisches Problem mit meinem Computer. Der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Oh. Oder kannst du mir helfen? Ich brauche technische Unterstützung bei der Installation von diesem Programm. Ja, klar. Und wenn es ein technisches Problem gibt oder etwas defekt ist, was macht man dann? Dann muss man es oft reparieren. Das Verb ist reparieren, Englisch to repair, fix. Reparieren. Perfekt. Hat repariert. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Verb in diesem Zusammenhang. Absolut. Man macht etwas, das kaputt ist, wieder ganz. Also, man macht es wieder funktionstüchtig. Genau. Zum Beispiel, ich muss das Loch in meiner Hose reparieren, sonst wird es immer größer. Oder, wer hat denn dein Fahrrad repariert? Es fährt ja wieder super. Gestern war der Reifen doch noch platt. Stimmt. Die Reparatur war also erfolgreich. Ah, siehst du, da hast du schon das nächste Wort gesagt. Die Reparatur. Das Substantiv zu reparieren. Oh, stimmt. Die Reparatur. Englisch repair. Genau, die Reparatur und der Plural ist die Reparaturen. Das ist die Handlung, wenn etwas repariert wird, oder auch das Ergebnis davon. Die Reparatur meines Handys hat leider eine ganze Woche gedauert. Das war echt lang. Oh. Ist die Reparatur denn teuer? Ich hoffe nicht. Ich habe gerade nicht so viel Geld übrig. Tja, das kommt drauf an. Wer macht denn oft solche Reparaturen? Beruflich. Das macht zum Beispiel der Techniker. Unser nächstes Wort. Englisch Technician. Der Techniker oder für eine Frau die Technikerin. Das ist eine Person, die beruflich technische Geräte oder Maschinen repariert. Ein Experte oder eine Expertin eben. Richtig. Der Techniker kommt heute Nachmittag, um unsere Heizung zu reparieren. Sie funktioniert nämlich seit gestern nicht mehr. Oh, hoffentlich klappt das. War der Techniker pünktlich? Und konnte er das Problem schnell finden? Das sehen wir dann ja. Was braucht denn ein Techniker meistens für die Reparatur? Na klar, er braucht das Werkzeug. Englisch Tool. Das Werkzeug. Und im Plural die Werkzeuge. Das sind die Instrumente, die man zum Arbeiten oder eben zum Reparieren benutzt. Ja, zum Beispiel Hammer, Schraubenzieher, eine Zange. Genau. Hast du denn das passende Werkzeug, um diesen Schrank aufzubauen? Mir fehlt nämlich ein Schraubenzieher. Mein Werkzeug liegt im Auto. Soll ich es holen? Ja, vielleicht später. Was macht denn der Techniker oft, bevor er überhaupt mit der Reparatur anfängt? Gute Frage. Er muss die Situation ja erstmal kontrollieren. Das Verb ist kontrollieren, Englisch to check, inspect. Ah, kontrollieren. Perfekt. Hat kontrolliert. Das bedeutet also, genau prüfen, nachsehen, ob alles okay ist oder was genau das Problem ist. Genau. Bitte kontrolliere doch mal vor der Fahrt, ob genug Luft in den Reifen ist. Guter Punkt. Oder der Techniker hat die ganze Maschine kontrolliert, aber er konnte keinen Fehler finden. Sehr merkwürdig. Mhm. Was muss man denn manchmal bei einer Reparatur machen, wenn man den Fehler gefunden hat? Manchmal muss man ein altes oder defektes Teil durch ein neues ersetzen. Man muss also etwas wechseln. Das Verb ist wechseln. Englisch to change, replace. Wechseln? Perfekt. Hat gewechselt. Hier im Sinne von austauschen, ne? Ja, genau. Man kann ja auch Geld wechseln oder die Kleidung wechseln, aber hier geht es um das Austauschen von einem Teil einer Maschine oder eines Gerätes. Verstehe. Ich muss die Glühbirne in der Lampe wechseln. Sie ist nämlich kaputt gegangen. Ja, klassisches Beispiel. Oder der Techniker hat das defekte Teil in der Waschmaschine gewechselt. Und siehe da, jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Das war eine super Reparatur. Boah, das waren jetzt schon 12 Wörter. Eine kurze Info mal für dich. Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, dann abonniere doch bitte unseren Kanal. Ja, genau. Und gib uns einen Daumen nach oben, wenn das Video hilfreich für dich ist. Das unterstützt uns wirklich sehr. Und jetzt machen wir weiter mit den letzten 3 Wörtern für heute. Okay. Manchmal ist eine Reparatur ja nicht so leicht. Sie ist dann vielleicht kompliziert. Das Adjektiv ist kompliziert. Englisch complicated. Kompliziert. Ja, das ist das Gegenteil von einfach. Wenn etwas viele Teile hat oder schwer zu verstehen ist oder auch schwer zu machen ist. Die Anleitung für dieses Regal ist total kompliziert geschrieben. Ich verstehe sie kaum. Das ist echt ein Problem. Ja, das kenne ich.
Ist die Reparatur von modernen Autos nicht auch oft sehr kompliziert? Man braucht da doch spezielles Werkzeug und viel technisches Wissen, oder? Ja, oft schon, das stimmt. Aber zum Glück ist nicht alles kompliziert. Manches ist Gott sei Dank auch einfach. Das ist unser nächstes Adjektiv und das Gegenteil. Englisch simple, easy. Einfach. Ah, das hört sich doch gut an. Wenn etwas nicht schwer ist, leicht zu verstehen oder eben leicht zu machen ist. Genau, diese Übung hier war einfach. Ich war ganz schnell fertig. Das war zum Glück kein Problem. Super. Ist es denn einfach, diese Maschine zu bedienen, oder braucht man dafür eine lange Erklärung? Ist die Anleitung vielleicht auch kompliziert? Gute Frage. Und unser letztes Wort für heute, das wiederholen wir jetzt noch einmal, weil es so wichtig ist im Zusammenhang mit Maschinen, Problemen und Reparaturen. Das war technisch. Englisch technical. Richtig, technisch. Man spricht ja von technischen Geräten, technischen Problemen, technischer Hilfe oder einem technischen Defekt. Es beschreibt halt, dass etwas mit Technik zu tun hat. Super. Das waren sie also, unsere 15 Wörter für heute zum Thema Reparatur und Probleme. Also, das Problem, kaputtgehen, defekt, funktionieren, die Maschine, technisch, reparieren, die Reparatur, der Techniker, das Werkzeug, kontrollieren, wechseln, kompliziert, einfach und nochmal technisch. Das sind wirklich nützliche Wörter, die dir im Alltag helfen können, wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant. Das passiert ja leider manchmal. Stimmt. So, und wie wir es versprochen haben, kommt jetzt unsere kleine Alltagsgeschichte. Da kommen all diese Wörter drin vor. Hör gut zu und achte darauf, wie die Wörter benutzt werden. Okay, pass gut auf. Letzte Woche hatte ich wirklich ein Problem. Meine alte Kaffeemaschine, die ist plötzlich kaputt gegangen. Oh nein! Doch. Sie war also total defekt. Sie hat einfach nicht mehr funktioniert, es kam kein Kaffee mehr raus, nur so komische Geräusche hat sie gemacht. Oh, das ist ja wirklich ein ernstes Problem am Morgen. Kaffee ist doch überlebenswichtig. Absolut. Zuerst dachte ich, na gut, vielleicht ist die Reparatur ja ganz einfach. Ich habe mein bisschen Werkzeug geholt, eigentlich nur einen Schraubenzieher, und wollte versuchen, sie selbst zu reparieren. Mutig. Naja, ich habe sie aufgeschraubt, aber oh je, das war keine gute Idee. Klingt nicht so gut? War es etwa kompliziert? Und wie? Es war viel, viel komplizierter, als ich dachte. Innen drin waren so viele kleine Teile, Schläuche, Kabel. Ich hatte absolut keine Ahnung. Das war eindeutig ein technisches Problem mit der Maschine, das ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe dann schnell gemerkt, nee, das schaffe ich nicht alleine. Ja, das ist verständlich. Und was hast du dann gemacht? Na, ich habe einen Techniker angerufen. Zum Glück konnte der schon am nächsten Tag vorbeikommen. Der war sehr nett. Immerhin. Ja. Zuerst hat er natürlich alles genau kontrolliert. Er hat die Maschine geöffnet, kurz überlegt, ein bisschen gemessen und dann hat er das Problem gefunden. Super. Und konnte er es dann auch reparieren? Ja, er hat gesagt, dass er nur ein kleines Teil wechseln muss. Irgendeine Dichtung war wohl alt und defekt. Er hatte das Ersatzteil sogar dabei in seinem Koffer. Praktisch. Total. Das Austauschen war für ihn dann zum Glück relativ einfach. Er hatte ja auch das richtige Werkzeug dabei. Nicht so wie ich mit meinem einen Schraubenzieher. Ja, perfekt. Das heißt, die Reparatur war erfolgreich? Ja, total. Nach der Reparatur hat die Kaffeemaschine wieder perfekt funktioniert. Sie war nicht mehr defekt. Puh, da war ich echt erleichtert. Das glaube ich. Auch wenn es für mich viel zu kompliziert war, der Techniker, der kannte sich halt mit solchen technischen Dingen super aus. Mein Kaffeeproblem war gelöst. Juhu! Das ist wirklich eine schöne Geschichte mit Happy End. Und du siehst, wie all unsere Wörter darin vorkamen. Hast du alles verstanden? Prima. So, und jetzt bist du dran. Versuch doch mal, eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Ja, schreibt bitte eure Sätze unten in die Kommentare. Genau. Zum Beispiel: Was ist bei dir zu Hause schon mal kaputt gegangen? War die Reparatur einfach oder eher kompliziert? Wir sind echt gespannt auf eure Beispiele. Wir lesen die gerne. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Stimmt. Und wenn dir diese Lerneinheit gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Genau, das motiviert uns sehr, weiterzumachen. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema. Notfälle. Oh ja,
Da sprechen wir über wichtige Wörter für Hilfe, Rettung und was man in schwierigen Situationen sagen kann. Also bleibt unbedingt dabei. Das sollte man wirklich wissen. Das war's dann für heute von uns. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Lernen und konntest einiges mitnehmen. Bis morgen. Tschüss und viel Erfolg beim Weiterlernen. Mach's gut!